So fährt er mir schon Ewigkeiten hinterher. Wenn eine Überholmöglichkeit kommt, überholt er nicht. Total krank. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind. 10. Vollkommen gestört. Ja, ich weiß schon. Genauso gestört wie während der Fahrt mit dem Handy zu filmen. Vielleicht sind es auch 15 Meter. Also wenn ich jemanden dauerhaft so hinterherfahren würde, ich würde mir in einer Tour in der Hose pissen. Ich hatte euch ja schon im vorletzten Video gesagt, dass ich eine Weile kein Hermes gefahren bin. Der LKW war auch nicht meiner, deswegen dachte ich, komm, postest du das mal in den sozialen Netzwerken inklusive Kennzeichen. Also hier auf YouTube nicht, aber in den sozialen Netzwerken kannten sie mein Kennzeichen. Nun sollte ich diesen Karren nur eine Woche fahren, plötzlich wurden 3 Wochen draus. Und ja, das erhöht natürlich die Chance, dass ich erkannt werde. Wie zum Beispiel dieser rote LKW da vorne, da sitzt der Darius drin. Der hat mich erkannt mit dem komischen LKW, den ich hier fahre. Und was macht er? Er hängt sich da halb aus dem Fenster, winkt wie ein Weltmeister und freut sich einen Keks. Wenn er schon grüßt, wird es wohl ein Fan sein. Geil. Voll cool. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich hab mich jetzt aus dem Konzept gebracht. Die Szene eben spielte in Hamburg. Jetzt sind wir 300-400 Kilometer weiter südlich an der R7 Ausfahrt Homberg-Efze. Wieso ist denn hier alles voll? Und wieso stehen die hier alle so beschissen? Was ist das denn hier für eine Kacke hier mitten am Tag, so ein Mist oder was? Das ist ja ein Dreck hier heute. Ich ziehe also mein Ticket, Uno momento, please. fahre wieder an, gucke in den Spiegel rechts und dann läuft da einer rum und winkt wie ein Weltmeister. Und dann winkt er plötzlich, ich soll wieder weiterfahren. Ich dachte schon, habe ich vergessen, die Türen zuzumachen oder was? Will mich einer darauf hinweisen oder wie? Drehe also eine Ehrenrunde und sehe den Typen da, der mit einem Handy rumfummelt und mich offensichtlich knipst. Was haben die denn alle für Schwierigkeiten? Kaum erkennst du. Kaum hast du das Kennzeichen gepostet. Gut, dass ich mein Kennzeichen nicht zeige. Das ist ja eine Katastrophe. Das war da schon der 4. Aber jetzt mal im Ernst, Leute. Wie wahrscheinlich kann es sein, dass ein und derselbe Typ mich zweimal erkennt an völlig unterschiedlichen Orten und Tagen? Tja, es ist aber passiert. Das war derselbe Darius wie vorhin aus dem roten LKW, der jetzt hier unten steht mit dem blauen LKW und mich wiedererkannt hat. Kann das sein, oder was? Kann das sein? Andere gar nicht, wollen es seit Jahren und einer schafft es zweimal innerhalb von einer Woche? Wie kann das angehen, ey? Völlig verrückt. Völlig verrückt. Leute, diese Woche fahre ich einen Leihwagen, weil ich was komplett anderes fahre. Und dieser hier hat eine interessante Sache. Ich habe keine Sonnenblenden, nicht so richtig, sondern elektrisch. Kommt die Scheiße rausgefahren. Wer es braucht, ne? Wer es braucht. Also es gibt vieles, ne? Man muss es nur bestellen. Das Klappern hier ist inklusive. So, da oben glaube ich, das Ding ins Fliegengitter oder so. Dann hat dieser hier noch Ambientebeleuchtung. Ich habe so einen Sternenhimmel quasi. Da. Und dann sitzen hier vorne noch welche drin. Da hinten. Hier, die leuchten blau, falls man das nicht richtig erkennt. Hier sieht man es schön im Dunkeln. Ja, das ist der Teufel, warum? Sowas bauen sie hier rein, aber keine Klimaautomatik. Klimaautomatik hat er nicht. Also das musste Perlen machen. Und ein großes Radio hat dieser hier. Dem heutigen Gast Redebedarf aus, vor allem die Christen sein. Mit einem veralteten Display.
Ja, ansonsten ist hier sonst auch nichts Besonderes drin. Ja, wisst ihr Bescheid. Hi Leute, ein Video während der Fahrt mit dem Handy gefilmt. Macht sowas nicht nach. Ich wollte euch diese Dingsbeleuchtung noch mal zeigen. Jetzt so im Dunkeln, oder im Halbdunkeln, diese Ambiente-Beleuchtung, die der LKW hat. Jetzt kann man das besser sehen mit diesem Sternenhimmel. Ist natürlich leider unscharf, das Telefon kommt damit nicht ganz klar. Es wird alles so relativ cool beleuchtet. Das steht schon fest. Aber ja, also jetzt ist hier wieder dieser Koch-LKW, ne? Dieser Charterway, wo ich für Koch gefahren bin. Dieser Leihwagen. Weil Charterway ist ja Leihwagen, für die Leute, die es nicht wissen. So, das wollte ich nur noch mal losgeworden haben. Wollen wir noch in Tacho gucken oder was? Wenn es denn mal halbwegs scharf geht. 109.000 steht da. Der ist ein Jahr jünger als meiner, falls das einen interessiert. Macht es natürlich auch nicht besser. Bremsassistent geht interessanterweise überhaupt nicht abzuschalten bei diesem. Ich kann das jetzt mal gerade, ich drücke da mal auf den Knopf drauf, um den abzuschalten. Das Einzige, was er macht, ist ein kurzes Piep. Aber aus geht er nicht. Bei meinem geht er ja Gott sei Dank noch aus. Ich schätze mal, Charterway will das nicht oder was, dass die das von sich aus verbieten. Weil es halt Leihwagen sind. Naja gut, wie gesagt, es gibt für LKW ganz normal auch Leihwagen. Du kannst sie entweder auf Jahre mieten oder du kannst sie kurzfristig mieten. Wenn du jetzt mal Auftragsspitzen hast und willst sie abarbeiten, dann kannst du das damit auch machen. So, wisst ihr Bescheid. Wo geht das aus? Ja, ich weiß, es interessiert nicht alle, was ihr hier seht. Aber wie gesagt, ich musste bei dieser Fahrerei da laden, entladen und so und hatte überhaupt gar keine Zeit zum Videoschneiden. Und jetzt sitze ich hier am Ostersonntag und werde aber auch nicht den ganzen Sonntag mit Videoschneiden verplempern. Also wird es halt etwas einfacher gestrickt. Oh Leute, jetzt habe ich einen Bock geschossen. Ich stehe hier so am Tanken, ganz gemütlich stehe ich hier so rum. Tanke so rum, gucke hier hin und denke, wo ist der Unterlegkeil? Den Unterlegkeil benutzt ihr immer für den Anhänger, weil beim Anhänger war keiner bei. Ob den der Kollege schon mal vergessen hat? Ich weiß es nicht. Ich gucke nach hinten. Da liegt er da, wo ich ihn hingelegt habe noch. Der ist ja ungefähr 100 Kilometer jetzt mitgefahren. Oh, hab ich mir in die Hose geschissen. Der hält hier Gott sei Dank an dieser Kante und an dieser Kante hält er hier wunderbar. Mehr Glück als Verstand, echt. Ah, Mann. Jetzt ist die Hose voll. Und dabei lege ich den extra nicht dahin, weil da vergisst ihn. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Habe ihn dann aber extra auf den Fußboden gelegt, weil wenn du auf den Fußboden legst, dann siehst du. Wenn du da hinlegst, dann siehst du natürlich nicht. Da läufst du dann vorbei. Das ist doch sonnenklar. Das war mir die ganze Zeit klar. Aber nein, ich mache es. Oh, hier, dieser hat noch ein extra. Der hat hier noch so eine... Der hat hier noch eine Klappe. Mit Staub drin. Irgendwie geht die auch zu. Scheiße. Jetzt geht die nicht zu, oder was? Aha. Das Schöne bei diesem LKW war, er hat vorne Breitreifen drauf. Das bedeutet, Spurrillen auf der Autobahn verschwinden fast. Und nicht wie mein LKW, der jeder Spurrille nachschnüffelt wie so ein Hund. So, wieder von vorne. Zuerst es zur Seite. Kommt das Gewitter von vorne. Gehen wir rechts im Blitz. Auch wieder rechts gewesen. Aber der Bäume vor. Bäume vor, Bäume vor, Bäume vor. Ach du Scheiße. Voll geil. Voll geil. Rechts halten und auf die A13 fahren. Blitze, ich liebe Blitze, solange sie mich persönlich in Ruhe lassen und meinen Computer zu Hause und so weiter und den Fernseher und den Kühlschrank und die Gefriertruhe, also meinen Strom in Hause heile lassen, also verstehst du? Ich verstehe mich selber nicht.
Das ist ja schon wieder ein Witz, ne? Hier ist doch gar nichts los. Hier ist die Spur gesperrt. Wir müssten einfach nur dran vorbeifahren. Wir müssten doch an dieser Stelle einfach nur vorbeifahren. Aber nein, wir fahren 50 und nun eiern hier was rum. Das kann nicht wahr sein. Man könnte hier so durchziehen. Juckt doch da keinen. Es gibt aber wieder Gas. Die müssen glotzen und sorgt für den nächsten Unfall, ehrlich. Ja, bremsen, genau. Halt da an. Halt da lieber an. Dann fährt ja auch der nächste hinten drauf mit deiner Beulenpest da hinten dran. Der andere musste jetzt anhalten wegen dir, weil du es nicht hingekriegt hast, du Penner. Wenn er nicht gestorben ist, dann steht er da immer noch rum. Wenn Mama mal Kummer das erfährt. Sie wird es nicht erfahren, Jonas. Nur Jonas. Hoch die Hände. Wochenende. Das soll es gewesen sein, Leute. Nächste Woche war ich wieder Hermes. Dann habe ich wieder mehr Zeit, werde kreativer und habe auch wieder Lust am Leben. Glaube ich, hoffe ich, denke ich mal. Danke für eure Kohlen. Ich wünsche euch was. Tschüss.